Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal alles zeigen, was ihr wissen müsst, damit ihr den Tarantula Slayer problemlos leveln könnt. Angefangen bei den Bossen. Hier sollte der Level 1 und 2 Boss eigentlich kein Problem für euch darstellen, wenn ihr bereits eine günstige Drachenrüstung wie beispielsweise eine Unstable Rüstung habt und einen Aspect of the End. Für den Level 3 Boss solltet ihr schon mindestens eine Strong Rüstung haben und ein stärkeres Schwert wie beispielsweise ein Lieblingssword oder ein Aspect of the Dragon. Aber selbst mit einer Strong Rüstung ist der Schaden des Boss vielleicht noch zu hoch, weswegen ihr anstatt des Strong Helm auch einen Spinnenhut tragen könnt, den ihr mit Level 3 in der Spinnenaugen Collection freischaltet. Denn der Helm sorgt dafür, dass ihr 30% weniger Schaden von Spinnen bekommt. Natürlich könnt ihr den Helm auch schon bei Level 1 oder 2 Bossen verwenden, wenn ihr von diesen auch bereits zu viel Schaden bekommt. Bei den Schwertern würde ich euch aber nicht raten, extra den Reckless Fang zu craften und zu leveln, da ihr ihn später sowieso nicht mehr braucht und der Schaden von dem Schwert jetzt auch nicht viel besser ist als beispielsweise ein Lieblingswort oder ein Aspect of the Dragon. Um den Level 4 Boss erfolgreich ohne Probleme zu besiegen, würde ich euch raten, den Level 3 Boss so lange zu grinden, bis ihr mindestens Level 4 bei dem Tarantula Slayern seid, da ihr dann das komplette Tarantula Set tragen könnt, aber um alle Teile selber zu craften, müsstet ihr noch bis Level 5 grinden. Das Tolle an der Tarantula-Rüstung ist, dass sie euch mehr Defense gibt gegen Spinnen, umso mehr Spinnen ihr mit der Rüstung tötet. Die Rüstung könnt ihr dann schnell auf eurer eigenen Insel leveln, indem ihr viele Spinnen-Minions aufstellt und selber die Spinnen tötet, welche die Minions spawnen, um die Defense auf eurer Rüstung zu erhöhen. Für den Anfang würde es reichen, wenn ihr 5000 Kills auf jeden Teil habt, da ihr dann pro Teil 160 mehr Defense gegen Spinnen bekommt. Natürlich könnt ihr den Level 4 Boss auch in einer Superior Rüstung für mehr Schaden und eine höhere Magic Find Chance machen. Ich persönlich bevorzuge aber die Tarantula Rüstung, da man damit sich besser im Spider-Dance zwischen den verschiedenen Ebenen hin und her bewegen kann. Worauf ihr aber bei beiden Rüstungen achten müsst, ist, dass der Mutanten-Miniboss gefühlt mehr Schaden machen kann als der Boss selber und wenn ihr nicht aufpasst, tötet er euch nach ein paar Schlägen, was besonders ärgerlich ist, wenn ihr gerade Trankeffekte aktiv hattet. Als Schwert gegen den Level 4 Boss könnt ihr natürlich auch noch einen Aspect of the Dragon verwenden, wenn das vom Schaden noch reicht, wenn ihr genügend Talisman und das richtige Pet habt. Ich würde euch aber raten, sobald ihr Level 6 bei dem Tarantula Slayer seid, dass ihr auf einen Scorpion voll wechselt, da er damit 250% mehr Schaden gegen Spinnen macht und da man dieses Schwert nur gegen Spinnen verwendet, kann man es auch mit Bane of Arthropods für noch mehr Schaden verzaubern. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Schwert auch noch mit einer Wood Singularity beim legendären Schwert upgraden, was euch nochmal zusätzlich 100 Stärke und bessere Reforges gibt. Und mit diesem Schwert könnt ihr dann pro Schlag mehr als 100.000 Schaden pro Schlag gegen den Level 4 Boss machen, damit dieser dann innerhalb weniger Sekunden stirbt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch ein Midas Sword oder ein Emerald Blade mit genügend Coins in der Purse verwenden, um die Level 4er Tarantula Slayer Bosse zu grinden. Bei den Tränken, die ihr während den Tarantula Slayer grinden verwendet, würde ich euch anfangs raten, nur Tränke zu verwenden, welche euch stärker machen oder mit denen ihr den Boss schneller spawnen könnt, wie beispielsweise Combat XP Tränke. Aber spätestens, wenn ihr Level 6 bei Tarantula Slayer seid und Level 3 Bosse grindet, solltet ihr auch Magic Find oder am besten God Pots verwenden, da ihr euch dann bereits auch einen Tarantula Talisman droppen kann, welcher mehrere Millionen Coins wert ist. Bei den Pets ist für Anfänger das Enderman Pet auf der Common Stufe ganz gut, da ihr damit mehr Crit Damage recht günstig erhaltet. Eine Alternative wäre auch das Spinnenpet, da ihr dann mehr Stärke bekommt, wenn Spinnen bei euch in der Nähe sind. Wenn ihr eine höhere Chance auf gute Drops von dem Boss oder den Spinnen selber haben wollt, würde ich euch die schwarze Katze als Pet empfehlen. Und wenn ihr den Tarantula Boss so schnell wie möglich grinden wollt, könnt ihr entweder ein legendäres Wolf Pet verwenden, da die Bonus Combat XP sorgen, dass ihr den Boss schneller spawnt, oder ihr holt euch ein legendäres Tarantula Pet, da dies euch speziell von Spinnen mehr Combat XP gibt, und ab Level 75 ist das Tarantula Pet sogar besser als das legendäre Wolf Pet, denn mit Level 100 erhaltet ihr von dem Tarantula Pet 40% mehr Combat XP von Spinnen, während man mit einem Level 100 Wolf nur 30% mehr Combat XP bekommt. Kommen wir jetzt noch zu ein paar allgemeinen Tipps zu den Tarantula Slayer. Wenn ihr Probleme habt, dass euch der Boss zu viel rumspringt, könnt ihr auch so viele Spinnen killen, bis euch nur noch ein Kill fehlt, und die letzte Spinne lockt ihr dann unten im Spider-Land zu diesem Loch, um sie dort unten zu töten, damit der Boss dann auch in diesem Loch spawnt, und in diesem Loch sollte der Boss eigentlich nicht so viel rumspringen, dass ihr Probleme damit habt. Eine andere Sache, die es nur bei den Spinnen zu beachten gibt, ist, dass man die Spinnen meistens nicht in einer Solo-Lobby grinden kann, außer man hat Glück und findet einen leeren Spider-Den. Für Anfänger ist das sogar recht praktisch, da sie dann im Chat fragen können, ob ihnen jemand bei ihrem Boss hilft, und die meisten Leute nehmen gern die Combat XP von einem Level 3 Boss, welchen sie mit 5 Schlägen töten können, um ihren eigenen Boss schneller zu spawnen. Und Leute, die eigentlich nur 4er Bosse grinden, um das nächste Level von Tarantula Slayer zu erreichen, kann ich nur raten, sucht euch entweder eine Lobby, in der euch niemand die Bosse klaut, oder klaut auch einfach jeden Boss, der euch vor die Nase kommt, um euren eigenen Boss schneller zu spawnen.
Denn am Ende ist für die Drop-Chance von eurem Boss egal, ob ihr oder jemand anders den Boss killt, ihr bekommt halt nur nicht die Combat XP von den Boss, wenn ihr ihn selber nicht tötet. Wenn ihr keinen Zugang zu dem Warp zur Spitze des Spider-Dens habt und nicht jedes Mal im Spider-Den nach oben klettern wollt, um dort die Spinnen zu töten, könnt ihr auch einfach in den Blazing Fortress gehen und dort das Portal zum Spider-Den nutzen und dann seid ihr sofort etwas weiter oben im Spider-Den und könnt anfangen, die Spinnen dort zu grinden. Das waren auch schon alle Tipps, die ich rund um den Tarantula Slayer kenne. Falls ihr noch einen könnt, könnt ihr ihn gerne ja mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.